Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ein ganz besonderer Gast meinerseits, denn er ist einer meiner besten Freunde. Das ist Mike, den sehen wir jetzt auch schon. Und bevor wir jetzt groß starten, eine Info vorab. Ich war mit Mike, ich glaube Januar 2017 war das gewesen, in Kuba. Da hat er mich begleitet und ich würde ihm jetzt einfach mal das Wort überlassen. Erstmal hallo, Mike. Schön, dass du an dem Interview heute teilnimmst und dass du dich da gemeldet hast. Möchtest du dich vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen, dass die Leute auch wissen, wer du bist und was du so machst? Ja, hallo, mein Name ist Mike Rogowski. Äh, ja, ich bin quasi, wie Jorge bereits erwähnt hatte, oder Jorge, wie viele von euch wahrscheinlich nennen würden, bereits gesagt hat, ich bin einer seiner engeren Freunde. Wir sind, ich glaube, ab meiner Oberstufenzeit so wirklich Freunde geworden, also als ich Abitur gemacht habe, durch Abiturkollegen, die damals mit ihm zusammen auf die Schule gegangen sind. Und dadurch kam halt auch der Kontakt zustande. Zu meiner Person, ich bin jetzt 36, Baujahr 85, wohne nicht mehr in Eberswalde, obwohl ich da aufgewachsen bin. Ich bin nach Hannover gezogen zum Studium der Elektrotechnik und bin auch immer noch da. Also nicht am Studieren, das wird ziemlich lang. Ich mache gerade meinen Doktor in Elektrotechnik und wohne, wie gesagt, in Hannover. Okay, super. Ja, Mike, das Thema heute ist ja tatsächlich Kuba. Ja. Januar 2017 waren wir dort gewesen. Ich musste vorhin tatsächlich nochmal nachschauen, wann wir überhaupt da waren. Ich habe jetzt überlegt, war das 18, 17, 16? Aber nee, es war 17 und tatsächlich ja schon fast 4 Jahre her. Genau, 2017. Einer deiner ersten Videos war auch eine Collage von unseren Richtig? Fotos von unserem Urlaub damals. Das Video könnt ihr euch gerne mal angucken. Das ist, wie Genau. gesagt, in der Historie ziemlich weit unten, beziehungsweise wenn ihr bei YouTube auf Videos klickt, dann klickt ihr auf den Filter einfach Älteste zuerst und da findet ihr dann das Ups. Video. Genau. Ups, Danke für die genau. Werbung. Ja, sehr gerne. Nicht Äh, vergessen, abonnieren und immer schön einen Daumen nach oben und Glocke aktivieren, um kein weiteres Video zu verpassen. ja, sehr gut. Die 5 € gebe ich dir Ihnen gleich. Das ist das Bier noch, ja. Oder das. Ja, wie gesagt, wir waren ja dann 2017 dort. Erinnerst du dich überhaupt noch, wie das dazu kam, dass wir zusammen dorthin geflogen sind? Bist du auf mich zugekommen oder ich auf dich? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Ich weiß dass du in den früheren Jahren davor, vor 2017, warst du ja auch schon mal mit anderen Freunden da. Ja. Und wie es genau dazu kam, weiß ich nicht. Wusste nur, dass wir waren ja dann 2004, glaube ich, schon mal zusammen im Urlaub in Barcelona. Und Mhm. das war gerade die Zeit, wo ich Silvester oft bei dir gefeiert, also zu Hause gefeiert habe mit euch. Und wir kamen, glaube ich, das Jahr davor mal darauf, dass du im Januar 2017, also 16, im Jahreswechsel 16, 17, nach Kuba fliegen wolltest. Und ich meinte, ich hatte da gesagt, ja, da hätte ich auch Lust drauf. Und dann hatten wir das so beschlossen, dann hatten wir wieder Silvester gefeiert und im Zuge dazu dann im Anschluss direkt nach Kuba geflogen. Stimmt, das war irgendwie 2. Januar oder sowas, ne? Das war Ja, das war echt früh, ja. relativ früh im Jahr. Mhm. Als du dann in Kuba gelandet bist, hattest du dich jetzt überhaupt großartig vorbereitet auf die Reise oder generell auf das Land Kuba? Ähm, Ja, speziell eigentlich nicht. Also man kriegt ja, wenn man Kuba hört, Kuba ist ja kein unbekanntes Land in dem Sinne. Es gab ja viele Medienberichte auch im Vorfeld und generell auch wird es ja gerne mal, ich sag mal, bei Serienproduktionen, ob nun Hollywood oder USA, wird es ja gerne mal reingenommen, das Land. Von daher, weil es halt eben halt auch kulturell sehr viel bietet, und gerade mit den alten Autos, das ist ja immer sehr bekannt, wird die Serie, also wird die Location für Serien und Filme sehr, äh, wie sage ich das jetzt, sehr prominent auch dargestellt in der Öffentlichkeit im Vorfeld. Habe ich keine Erwartungen gehabt, was mich in einem Land erwartet. Wie gesagt, alte Autos wusste ich. Ähm, generell natürlich, was man
typischerweise weiß es immer der Rum und die Zigarren, die kennt man natürlich. Also, aber so an sich das Land und Leute, die Kultur, da hatte ich keine Erwartung, da wusste ich nicht, was auf mich zukommt. Also Aber da warst du ja auch entsprechend offen dem gegenüber. ja, natürlich. Denn unsere Tour war ja jetzt auch nicht unbedingt so typisch, sage ich mal, ne? Weil letztendlich, wir sind in Varadero gelandet damals. Dort waren wir 2 Nächte, glaube ich, oder eine Nacht. Ich weiß es Nee, gar nicht zwei, mehr genau. zwei. Wir waren Ja, drei ne? Tage da. Ja. Genau, danach irgendwie nach Havanna ein paar Tage und dann eigentlich direkt zu meiner Familie in Contra Maestre, also bei Santiago. Und dann warst du eigentlich direkt ja, bei uns in der Familie und hast so das kubanische Leben direkt Ja, erlebt. Und auch in Havanna und in Varadero waren wir auch nicht in einem Hotel, sondern auch dort ist hatten richtig. wir Casa Particulares, soll heißen, das waren dann halt ja auch entsprechende Zimmer oder Wohnungen direkt bei den Kubanern. Ähm, von daher, ein Hotel hast du, glaube ich, gar nicht wahrgenommen, oder? Oder generell in einem Hotel Hotel waren waren wir gar wir, nicht. Im Hotel waren wir gar nicht. Waren ja auch, das war ja von vornherein klar, dass wir das so machen. Weil Hotel wäre dann, also es wäre halt so ein typischer Pauschalurlaub, wenn man so will, oder Individualurlaub wäre es ja dann eben nicht gewesen. Und das hatten wir von vornherein so klar gemacht. Zum einen war das, glaube ich, auch ein bisschen günstiger als ein normales Hotel. Ja. Zum anderen war das auch eine ganz spannende Erfahrung, wirklich bei den Leuten auch zu wohnen. Und so ein Hotel hätte einfach nicht den typischen Flair gehabt, weswegen man jetzt unbedingt auch nach Kuba reisen müsste. Ne? Mhm. Weil, nee, das war für mich erstens neu. Ich kannte das Prinzip nicht. Airbnb war relativ neu. Das war meine erste Reise auch mit Airbnb, also ähm, Casa Particulares Aber oder wir hatten Airbnb. tatsächlich, glaube ich, über Airbnb damals gebucht. Das passt schon. Genau, und das war meine erste Erfahrung und ich war total begeistert. Ne? Also es war einfach cool und das Hotel hätte vielleicht auch ein bisschen was von der Reise genommen, muss ich sagen. Mhm. Ja, der Meinung bin ich tatsächlich auch. Ne? Also letztendlich, wenn ich die Möglichkeit habe, gerne immer Casa Particular, weniger Hotel. Es sei denn, es ist halt ein Strandurlaub mit 1, 2 Tagen All-Inclusive, macht man gerne mal mit. Aber nach 1, 2 Tagen reicht's dann auch schon und dann wieder rein ins Leben. Ja, Ähm, genau. also, genau. Nee, also das ist auch irgendwie ähm, für so einen Strandurlaub finde ich Kuba viel. Ich sage mal so nicht, dass er sich nicht lohnen würde, man kann es auch machen. Aber eben diese Sachen, gerade als Europäer, wenn man hier in Europa ist, hat man halt auch andere Möglichkeiten, Türkei, Griechenland, Spanien. Da musste man jetzt nicht unbedingt 11 Stunden Flug aufnehmen. Und ich finde, Kuba wäre auch für so einen Besuch zu schade, gerade Hm. was um die Inseln angeht, was gerade du in den letzten Updates oder Lagen zu Kuba gesagt hattest, dass ja für touristische Pauschalreisen nur die beiden oberen Inseln gerade für Touristen offen ist. Ob sich da jetzt was getan hat, bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich meine seit dem letzten Update nicht. Und Ja. dafür, wie gesagt, für so einen Strandurlaub finde ich Kuba wirklich zu schade, weil es auch viel mehr Flair hat, gerade auf der Hauptinsel und gerade in den einzelnen Städten. Und die muss man, also wenn man sich Kuba entscheidet, nach Kuba zu reisen, dann muss man auch die Kultur und wirklich das alles mitnehmen und nicht einfach nur im Hotel am Strand. Dafür lohnt es sich nicht. Die Leute, die das machen, finde ich gut. Einerseits, weil dann, wie du schon meintest, Geld ins Land kommt. Das ist auch immer diese schöne Sache. Also ich will nicht davon abraten, aber prinzipiell wäre Kuba für einfach nur Strandurlaub zu schade. Von Mhm. Europa aus nordamerikanischer Sicht ist es wahrscheinlich günstiger. Ja, unterschreibe ich so, ne? Das ist halt, es ist einfach viel zu weit weg letztendlich, ne? Also wir reden davon über 8000 Kilometer und wir haben halt so viele Strände in Europa in der Nähe, wo man relativ schnell ist, wo es dann auch relativ kostengünstiger ist im Verhältnis und man spart halt Zeit und Geld letztendlich. Ne? Also wenn es halt wirklich nur um diesen Strandurlaub geht, ne? Aber ich denke mal schon, dass die meisten doch zumindest das Land auch kennenlernen wollen und Es von lohnt sich auf daher, jeden Fall. ich denke auch. Als du in Kuba gelandet bist, weißt du Ja. noch, was so dein erster Gedanke war? Also,
Warst du Warm, überrascht? Warum? warm. Tatsächlich 4, das ist jetzt her, meinst du, ja. Also Mhm. wir sind da gelandet und die Flughafen, also als erstes fielen mir so verschärft die Kontrollen auf, muss ich sagen. Du hast Okay. zwar in jedem Flughafen Passportkontrolle und so, aber ich fand da auf Kuba war es ein Stück, ein Stück mehr sicher, also Sicherheitskontrollen an sich. Ich fand, Okay. die haben das ähm, mehr auf die höhere Waage gelegt. Also das war bei denen wichtiger als, würde ich sagen, jetzt im europäischen Umland. Also ja, also bis wir da durch die Passkontrolle waren, hat es ein bisschen gedauert. An sich fand ich war ein normaler Flughafen. Er hatte Mhm. seine Eigenheit. Jeder Flughafen hat seine Eigenheit. Wir sind, glaube ich, bei der gelandet auch. Madeira. Mhm. Bei der und ja, prinzipiell, wenn man da erstmal rauskommt, finde ich, ist, was man halt so typisch hat für den Längengrad oder Breitengrad, Längengrad, warme Temperaturen. Es war sehr warm, die Vegetation ist halt üblich. Ich war auch schon im Kosovo tatsächlich und in Ägypten auch. Und wenn man jetzt dieses Flughafengebäude verlässt, meistens ist ja drumherum nicht viel außer Vegetation und das sieht schon sehr ähnlich aus. Also so richtig wahrgenommen, dass ich in Kuba bin, Mhm. habe ich tatsächlich erst auf der Busfahrt also nach Madeira in Madeira. die Stadt. Mhm. Mhm. Ja, okay. Aber mein Ja, erster Eindruck war halt, man sieht Palmen, man sieht das Meer direkt, es war direkt Urlaubsfeeling. Und es war natürlich, ja, es war warm. der erste Eindruck war sehr schön. Mhm. Ähm, Du hast ja dann in relativ kurzer Zeit relativ viel von Kuba gesehen. Das kann natürlich an der Stelle auch sein, dass wir einiges übersprungen haben, sage ich mal, dadurch, dass einfach die Zeit auch nicht unbedingt da war. Du warst ja, glaube ich, auch nur 2 Wochen dort, oder? Das waren 2 Wochen. Die erste Woche hatten wir quasi so eine Tourwoche, wo wir eben in Varadero ein bisschen Strandurlaub gemacht haben. Dann sind wir mit dem Bus weiter nach Havanna gefahren, da waren da 4 Tage. Und Waren das 4, ja, okay. genau, und dann sind wir mit dem Bus in den Süden gefahren, direkt Bayamo ist das? Mhm. Nee, also Nach Contra Contra Maestre aber direktamente, ja, ja genau, ne, genau, direkt. aber Mhm. die nächstgrößere Stadt war ja dann Die nächstgrößere Stadt war dann Bayamo gewesen, das stimmt. Bayern. Ja. Also da sind wir durchgefahren. Tut mir leid mit Geografie und Straßennamen Alles und gut. Stadtnamen. Das ist für mich. Alles gut. Du warst ja jetzt letztendlich auch nur erstmal einmal da und warst dann halt eben entsprechend mein Begleiter und das ist dann halt ja auch schon 4 Jahre her. So. Ja, glücklicherweise warst du mein Begleiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man jemanden hat, der sich in Kuba, ich sage mal so grob auskennt, ist das viel, viel wert also ich glaube, das ist so, wenn man so einen privaten Führer hat, der auch sein Freund ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen noch ein Tick schöner, als wenn man so eine geführte Tour zum Beispiel hätte. Hm. Ja? So Ja, sag konnten wir erstmal uns danke. überlegen, so konnten wir uns mit der Zeit, die wir hatten, zumindest überlegen, was wir machen. Und du hattest dann genug Erfahrung, was sich lohnt, was sich nicht lohnt. Und dann konnte man auch spontan sein, ach nee, lass das mal aus, lass uns lieber mal das machen. Das war schon ziemlich gut. Genau. Ja, natürlich alles immer mit dem Blick auf die Zeit. Ne? Letztendlich 2 Wochen Genau. sind nicht viel, beziehungsweise die Planung war ja auch die erste Woche erstmal ankommen, Havanna und dann halt runter zur Familie. Und ab dort hatten wir ja so Tagesausflüge gemacht. Genau. Ja. Ne? Ich bin ja auch noch ein bisschen länger geblieben, hatten dich ja dann noch zum Flughafen gebracht. Das war auch irgendwie lustig für mich, weil letztendlich normalerweise haben mich immer die Leute zum Flughafen gebracht und diesmal habe ich jemanden zum Flughafen gebracht. Naja, du hast mich zum Busbahnhof gebracht. Naja, also ich meine ja zur Reise, ne? Also zum Ja, Reiseantritt. genau, genau. Ach so, ja, ja. Ja, also die Verabschiedung an sich halt. Ne? Es war Ja, irgendwie auch schon irgendwie ein bisschen seltsam für mich. ja. Aber, aber gut. Welche Erinnerungen hast du denn noch an Havanna? Positiv, negativ oder kommt dir jetzt gerade irgendein Gedanke direkt ins Kopf, wo du sagst, ja Mensch, das ist Havanna für dich? Das ist Havanna für mich.
Havanna gibt es viel. Ich würde gerne noch einen Schritt weiter zurückgehen und Hm? in Varadero noch ein bisschen bleiben. Ja, okay, gerne. Kurz zu der Unterkunft. Also wir hatten ein Zimmer in einem Haus, was natürlich auch bewohnt wurde von Kubanern. Es war ein sehr schönes Zimmer. Was man natürlich so ein bisschen Abstriche machen muss, ist so ein bisschen, was Mobiliar angeht. Also wir hatten jetzt keine Probleme, es war nichts kaputt, es hat nichts gequietscht, aber es war jetzt nicht kein Hotelbett. Man muss es leider so sagen. Und auch vom Platz ist man recht beengt, aber wir hatten immer die Ausstattung, die wir brauchen. Ja. Wir hatten immer eine Klimaanlage, wir hatten immer ein TV für uns und wir hatten sogar immer einen Kühlschrank, soweit ich weiß. Ja, stimmt. Was man bei so einer Reise mit Airbnb natürlich wissen muss, ist, dass man sich selbst verpflegen muss. Ja? Man hat kein Hotel mit Halbpension oder so. Es gibt Airbnb oder Casa Particular, die natürlich auch Frühstück anbieten. Das hatten wir in Havanna zum Beispiel. Ansonsten, ja, Varadero war für mich eine wirklich sehr schöne, aber eine recht kleine Stadt, soweit ich mich erinnere. Die Häuser sind zum Glück nicht so groß, maximal zweistöckig. Was ich da immer ganz cool fand, ist, dass man sogar bis aufs Dach steigen konnte. Und da waren dann meistens Wäscheleinen und so, aber prinzipiell. Varadero war für mich mein erster Berührungspunkt mit Kuba. Man ist reingefahren, wir waren da und man sah sofort die alten Autos. Wir waren, glaube ich, 2 Straßen weiter, war ein Autohändler und dann hat man die schon gesehen. Dann sind wir morgens immer zu dem einen Diner da gelaufen und haben da immer gefrühstückt. Mein Standardspruch war una naranja, por favor. Das ist übrigens auch der einzige Satz, den ich noch immer noch kenne. Auch der Strand war wunderschön. Wir waren da, glaube ich, einmal zum Sonnenaufgang. Gleich am ersten Tag, ja. Genau, weil wir nur so eine Art Jetlag hatten. Wir sind die ersten Tage, also vor allem in Varadero, waren wir immer richtig früh wach. Und dafür waren wir auch, also dafür, dass wir richtig früh wach waren wir aber trotzdem erst später im Bett. Man war so eigentlich normal im Bett, aber man ist halt trotzdem früh aufgewacht. Ne? Aber es ist eigentlich immer so, also bei mir zumindest immer die ersten Tage so. Also, aber es geht schnell weg. Ja, also an sich fand ich es sehr schön. Womit man auch noch ein bisschen rechnen muss, ist, dass teilweise die Hygiene auf den Straßen ist zeitweise nicht ganz so nett. Also gerade in Havanna, wo wir dann gewohnt haben, da war es ein bisschen schwieriger. Zu deinem Review zu, wie hieß er denn jetzt? Das letztens Reaction-Video gemacht auf diesen einen bekannten YouTuber. ABK. ABK, genau. Er meinte schon, Havanna ist dreckig, genau wie ich. Also kann man nicht ganz absprechen, aber in Varadero war es ganz nett. Was es da halt viel gibt, sind wilde Katzen. Das ist mir noch im Gedächtnis geblieben, immer wenn wir abends essen waren. Die Katzen überall um die Beine rumgeschlingert, um sich so ein bisschen Food abzugraben. Ja. Aber wie gesagt, also der Strand war schön. Wir hatten jetzt keine Hotelanlage, sondern waren an öffentlichen Stränden und auch da die Strände waren halt einfach im Norden, sind die Strände halt einfach richtig schön. Genau. Das war so mein allererster Eindruck auf Kuba. Wie gesagt, ich verweise gerne nochmal auf dieses Video, da könnt ihr die Eindrücke sehen, das sind sowohl meine als auch die Bilder von Jorge zu sehen, auch von Varadero. Und auch diese eine Parkanlage war sehr schön. Also das stimmt. Auf Varadero kann man auch schon einiges erleben. Und für den Einstieg war das super, der Strandtag. Genau. Havanna, was ist mir da im Gedächtnis geblieben? Natürlich die sehr lange Küstenstraße. Jamalicón. Die sind wir lang gelaufen. Da gibt es auch ein schönes Bild von uns beiden. Ich habe das hier, glaube ich, sogar an der Wand zu hängen. Ich habe es bei mir auch im Regal zu stehen. Genau, und natürlich die Burg im Vordergrund, das ist ja ein schönes Motiv immer eigentlich. Dann das 1:1 nachgebaute Kapitol, das ist ein sehr imposanter Eindruck. Was ein bisschen größer ist als das Original? Ja. Das ist ein paar Zentimeter höher. War bei uns leider im Bau, als ich da war. Das stimmt.
Ja, ansonsten ja. Also das bisschen, was mir negativ aufgefallen ist, ist leider tatsächlich, dass es ein bisschen dreckig war. Also gerade in den kleinen Gassen, wo wir dann waren, wo auch unser Casa war. Ähm, nicht, dass man jetzt unbedingt sagen müsste, dass die Straßen an sich dreckig waren, aber die Mülltonnen waren halt voll, da quollte alles über und an manchen Stellen hat es dann so ein bisschen unangenehm gerochen. Aber prinzipiell muss ich sagen, wenn man so ein bisschen aus der dicht bebauteren Siedlung rausgeht, ist es dann auch einwandfrei. Also das, Mhm. ich will das jetzt nicht übertreiben, es sind halt nur ein paar Spots, wo es wirklich eng bebaut ist, wo viele Personen wohnen, dass es da vielleicht ein bisschen dreckiger war, aber sonst ist die Stadt aber super sauber. Gerade in dem touristischen Bereich an der Küstenstraße. Genau, also genau. Was so für mich immer noch im Gedächtnis geblieben ist, ist unsere Aussicht von unserem Zimmer. Wir blickten quasi frontal auf eine Ruine. Ach ja, Und die dann ja. schon voll bewachsen war, wo dann auch immer Leute irgendwie oben sich zusammengerauft haben und Bier getrunken haben oder was auch immer. Ansonsten eine wirklich sehr schöne, wie gesagt, bis auf die einzelnen Spots, aber es war eine sehr schöne Stadt. Schön bebaut, auch die Lokale, die da waren, die fand ich Mhm. immer sehr gut, sehr sauber und auch sehr hygienisch. Ne? Und es war mega lecker da. Ja. Und Das hatte stimmt. auch so einen Flair, einen gewissen Flair. Es war sehr schön. Hat dir also auch entsprechend gefallen. Jetzt hattest du ja gesagt, im Vorfeld, ja, du hattest schon so ein grobes Bild von Kuba und gerade in manchen Filmen, Fernsehserien suggeriert man ja ein Bild von Kuba. Die meisten Szenen werden übrigens nicht direkt in Kuba gedreht, nur die wenigsten, sondern werden da halt nur als Kuba dargestellt. Aber wenn du jetzt so vergleichst, okay, deine Erwartungen, die du hattest, aufgrund von, sag ich mal, Popkultur Mhm. und generell halt entsprechende, ja, ja, Informationen, die du halt hier und dort gelesen hast oder gehört hast, und die Realität, so wie du es jetzt zumindest wahrgenommen hast für dich, hattest du übereingestimmt oder hast du bei dem einen oder anderen Punkt gedacht, okay, ist doch komplett anders, als du erwartet hast? Also grob die Erwartungen, die ich hatte oder die Vorstellungen, die ich von Kuba hatte, größtenteils haben die übereingestimmt. Also was ich für Erwartungen oder beziehungsweise Einteilung oder Vorbild hatte, das war ja halt eigentlich der Flair, den diese Insel ausmacht. Gerade mit den alten Autos, mit den Ruhen, mit den Tänzern, der Musik vor allem. Ähm, das hatte ich, das Bild hat sich wirklich für mich als aus touristischer Sicht bestätigt. Mhm. Was mir positiv aufgefallen ist, dass die Leute halt super nett sind. Zumindest dem, mit dem wir unmittelbar Kontakt haben, in den Casas, deiner Familie natürlich. Ähm, dass man da wirklich herzlich aufgenommen wird. An sich auch die Menschen wirkten zur damaligen Zeit echt freundlich, nett. Ähm, da war jetzt nicht so, dass man irgendwie bei den Menschen irgendwelche Anspannungen gespürt hätte. Mhm. Ähm, klar, das gibt es aber auch in jedem Land, hat man dann hin und wieder, ich sag mal so, die etwas aufdringlichen Menschen. Äh, Gerade als wir in Havanna mit dem Bus angekommen sind, sind wir nachts durch die Straßen und haben unsere Casa gesucht. Du hattest, glaube ich, auch Google Maps an und hast es eingegeben. Oder hat das funktioniert? Ja, Ich weiß es gerade nicht mehr. Es ist zu lange her. ja, Also auf jeden Fall ich weiß noch, dass wir da rumgelaufen sind, das mit unseren gesucht Koffern, haben genau. und da noch irgendwie Genau. ein paar Leute gefragt haben. Problem gerade in Havanna ist ja auch mit den Straßennamen. Naja, ja, da kennt man sich auch nicht unbedingt so aus, sag ich mal, und auch viele Kubaner nicht, tatsächlich. Die meinen, ja, es müsste da sein oder ja, das ist, glaube ich, da und naja, gut. Irgendwann haben wir aber doch irgendwo mal die Casa gefunden. Von daher, ja, Ja, viele Taxifahrer haben uns angehalten, weil sie uns mit unseren Koffern ja gesehen haben. Und dann, ja. als wir schon in der Nähe waren, in der dicht bebauten Siedlung von Weg, also wir waren ja mittendrin in der Stadt, da kamen dann auch die Leute an, die sich gerade noch mit ihren Freunden unterhalten, hey, kann man euch helfen?
Dann haben wir die Adresse gesagt, oh ja, folgt mir, folgt mir. Und dann, naja, zum Glück, wie gesagt, hatte ich ja Jorge dabei, der dann dieses Benehmen ja schon kannte und dann rechtzeitig, wenn es zu dubios war, abgewiesen hatte. Wir haben uns dann halt so normal durchgefragt und einer wusste dann halt, wo wir hin müssten und dann waren wir auch relativ nah dran. Mussten wir 2, 3 Straßen rein und dann hatten wir es auch schon gefunden. Ja. Ja, nee, das war schon, ja, aber damit muss man überall rechnen. So, wir sind ja dann mit dem Bus nach Contra da Maestra gefahren, ne? Also mit Via Oh ja, Sul. daran kann ich mich erinnern, 13 Stunden. Also Inlandsfahrten mit dem Bus könnt ihr euch darauf einstellen. Also gerade wenn man so weit vom Norden, so weit vom Norden nach Süden fährt, fährt man schon eine Weile. Wie viele Kilometer Oder sind das Westen nach ungefähr? Osten. Oder ja, stimmt, die ist ja länglich. Ja. Genau. Wie viele Kilometer? Oh, Hast du das ungefähr im Frage. Kopf? Ich hätte jetzt so um die 900 gesagt. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Irgendwas zwischen 800 und 900 würde ich sagen. Und ja, das dauert dann eben halt seine Zeit. Ich meine, wenn man hier mit einem Flexbus nach München fährt, was dann auch so 700 Kilometer sind, ist man jetzt auch nicht unbedingt, na gut, man ist in 6, 7 Stunden da, aber mit den ganzen Stops, die der Man Bus hat halt ja auch macht, andere und das war ja auch Straßenverhältnisse, wirklich, ne? ja, das sowieso. Und dann auch an der Qualität des Fahrzeugs auch. Und darauf muss man sich einstellen. Aber ich fand es gut, prinzipiell, weil wir sind in der Nacht gefahren. Ich konnte super gut schlafen. Mein Vordermann war nicht so schlimm und hat seinen Sitz bis ganz nach hinten gemacht, so wie bei dir. Ja, Ich stimmt. weiß noch, Ich, wie du den ich, Typen auf den Kopf geditscht hast und gesagt, geh mal mit deinem Sitz da vorne. Ja. das war unglaublich, ja. Hm. Es gibt echt auch manche Leute, die sind einfach, die passen nicht auf. Nö, also wie gesagt, ich fand es nicht schlimm. Ich habe geschlafen. An den Stops haben wir halt manchmal die Füße vertreten. Und man kommt klar. Auch ich bin ja auch von Varadero zurückgeflogen. Da bin ich ja auch mit dem Bus 13 Stunden nach Varadero. Ähm, Hatte da übrigens Probleme mit dem Bus, weil das war ja eigentlich derselbe Bus, der zum Flughafen fährt. Hm. Und ihr meintet ja, ja, du kannst drin bleiben. Zeigst du einfach dein Ticket vor und dann kannst du drin bleiben. Nee, der hat meinen Koffer rausgenommen und ich weiß gar nicht, hatte ich dir das überhaupt erzählt? Der hat meinen Weiß jetzt gar nicht Koffer genau. rausgenommen Hm. und dann, ich kann ja kein Spanisch, die können, weiß was ich, nur gebrochen Englisch. Da hatte ich kurz Panik, dann stand da mein Koffer draußen und dann haben aber auch die Fahrer gewechselt. Und bei dem anderen Fahrer habe ich dann auch gesagt, ja hier, ich habe mein Zugticket und meinen Koffer, den hat er rausgestellt. Und es hieß an der Bushaltestelle in Bayamo, dass ich aber drin bleiben kann. Hm. Ich hatte ja dann noch dieses Ticket und da stand ja auch Airport drauf. Und dann meinte der ja, kein Problem, wegen dem Fahrerwechsel muss alles raus, dann wird nochmal gecheckt. Also war eine Routine-Sache. Ich Ich glaube, hatte du nur hattest kurz es mir Panik. erzählt, aber Ich hatte nur kurz Panik. Also es war ganz normal, weil dann das Fahrzeug nochmal komplett general gecheckt wird und da darf halt kein Gepäckstück mehr drin sein. Dann kann man sich ganz normal wieder an den Bus anstellen, steigt ein und dann kann man es weiter tun. Aber wie gesagt, ich hatte kurz Panik. Ja, Busfahrt, ja, also das mehr braucht man ungefähr nicht unbedingt zur Busfahrt sagen. Wir hatten irgendwie 3 oder 4 Stopps in den großen anderen Städten. Und wie gesagt, Busfahrzeit waren 13 Minuten. 13 Stunden. Bequemlichkeit normal, typisch für eine Busreise. Und ja, man hat sich dann halt Ja. selbst beschäftigt. Genau, bei meiner Familie waren wir dann, glaube ich, relativ früh morgens angekommen. Es war noch dunkel. Ich erinnere mich Ja, dunkel daran. wir sind in diesen Park gegangen und da haben wir dann noch deine Familie gebracht. Genau. Und dann sind wir ja quasi nach Hause gelaufen, glaube ich, ne? Wir sind gelaufen, ja. Ja, genau. Okay. Das war ja nicht so weit von diesem Park. Nö, genau. Das ist ein paar Minuten Fußweg entfernt. Ähm, Die Tagestouren, die wir denn gemacht haben, die gingen ja dann eher so in Richtung Santiago. Wir waren noch mal in Bayamo, glaube ich, gewesen. In Anbayamo waren wir aber nur in diesem Hotel, weil das war unser Strandtag, unser Badetag. Wir hatten das Ah ja, gesplittet in Ausflugstage und Strandtage. Ähm, ja, ja, genau. Wir waren in Bayamo, wir waren in Santiago. Ja doch, Santiago. genau. Also an der Stelle muss man auch sagen, Bayamo ist natürlich nicht am Meer, deswegen nicht Strand, aber ein Badetag, wenn denn. Ja, das war ein Genau. Badetag. Also zum Strand mussten wir schon teilweise ein paar Stunden fahren.
Aber das war nicht schlimm, genau. Dann hatten wir das Ausflug zu diesen Wasserfällen gemacht Mhm. und wir haben uns Fidel Castros Haus angeguckt. Hm, da waren wir auch. Und wir waren an dieser einen anderen Burg auf dieser Felsklippe. In Santiago. Mhm. Genau. Wenn du dich so daran zurückerinnerst, die Zeit oder die Woche, die wir dann halt mit meiner Familie waren, ist da ein Erlebnis, was wir so gesehen haben oder wo wir hingefahren sind oder generell irgendein Eindruck, wo du sagst, Mensch, daran erinnere ich mich gerne zurück? Da brauche ich quasi nur ein Wort sagen. Das Ja, war jetzt ein Ausflugsziel, aber ich denke mal, Jorge wird gleich ein bisschen ins Grinsen kommen. Ähm, Ernesto. ja, Das hat sich bei mir verbrannt im Kopf. Also für euch da draußen. Sie hatten zur Feier des Tages Was Schweine war das wegen deiner Abreise oder was war der Grund? Das war der Abend, das war ja, nicht der Abend vor meiner Abreise, aber kurz davor. Also es war halt, die Jungs von mir hat halt ein großes Fest vorbereitet und da ist es dann halt üblich, ein Schwein zu schlachten und dann wird es über lodernde Flammen wird es dann gedreht und dann, ja, halt, ja, wie nennt man das, Gegrillt. gedreht, ja, ja, ist halt ein Spieß, Schweinespieß sozusagen. Hm? Und habe ich halt gesagt, ja, also der ursprüngliche Plan war, dass das Vieh, also das Schwein, dann nicht das arme Schwein kommt abends in den Garten und wird am nächsten Tag dann halt geschlachtet und so. Da habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht, ich kann das nicht. Also das ist jetzt auch wieder so ein bisschen geheuchelt, aber ich esse zwar gern Fleisch, aber wenn ich es vorher in den Augen gesehen habe, also wenn ich dem Tier vorher in die Augen sehen musste und dann von mir geschlachtet wird, das hätte ich nicht, also kam es schon geschlachtet an. Und das war der Running Gag für die Familie, weil die es nicht verstehen konnten. Das ist für die einfach nur ein Schwein. Und das wird dann halt geschlachtet und gegessen, aber für mich ist da noch irgendwie äh, ich kann dabei halt eben nicht zugucken. Ich kann es halt irgendwie nicht ertragen, wenn es vorher noch lebt. Und darüber haben sie sich dann natürlich immer lustig gemacht. Und dann haben wir das Schwein halt Ernesto getauft. Und dann hieß es dann immer Ernesto. Ja, ja, das war cool. Das war ein sehr schöner Abend auch. Aber von den Ausflügen tatsächlich, an was ich mich gerne erinnere, war die Burg. Die war wirklich sehr, sehr schön in Santiago. Ähm, ähm, Damals war es auch noch so, dass es für Einheimische, glaube ich, 15 P gekostet hat und für Touristen 15 UC. Das kann sein. Ähm, so war das zumindest. Die Preisstruktur kriege ich jetzt auch nicht mehr ins Sinn. Also es kann sein, dass es in die Richtung war. Auf jeden Fall war COC der gleiche Wert in Peso, nur halt, naja, in dem Beispiel 5 Peso gleich 5 COC. Genau. Ja, Also die Touristen haben halt immer mehr bezahlt als die Einheimischen, was normal ist. genau. Kann ich auch vollkommen mit leben. Das war auch bei den Lebensmitteln so. Ähm, Touristen werden ja, also gerade ich, ja, also ich glaube, gehe nicht als Kubaner durch, deswegen haben die direkt erkannt, ja, das ist ein Tourist. Dann war es für mich auch so, dass ich da eben immer, aber es war aber nicht schlimm, das Geld, dass ich da halt immer ein COC bezahlt habe. Was, genau, ja, die Burg, die war wirklich sehr, sehr schön. Man war halt oben auf dem Cliff, hatte unten halt das Meer, einen ziemlich schönen Blick. Und ja, da gibt es auch dieses eine Bild, wo ich in dem Kerker bin, in dem anderen Video. Das war auch ziemlich witzig. Genau, also die Burg war sehr schön. Fidel Castros Haus war interessant, wie die Aufmachung als Museum war. Und man hat auch tatsächlich viel Input bekommen, wie die Zeit damals war zur Revolution. Also wenn man da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall eine Reise wert, alleine für den historischen Hintergrund. Ähm, genau. Ja, die Wasserfälle, um jetzt mal ein Negativbeispiel zu sagen, die waren Mhm. halt für mich sehr Trocken. enttäuschend, weil Jorge hatte mir im Vorfeld auch Bilder dann, beziehungsweise die Familie hatte dann im Vorfeld mir, bevor wir dahin gefahren sind, Bilder gezeigt, wie das da früher mal aussah, als klein Jorge noch ein bisschen jünger war. Das war eine schöne Aufmachung. Man hatte den Wasserfall, dann wurden da eben
Speisen, Getränke aufgefahren und dann haben die Kleinen halt gebadet, dann konnte man da essen und trinken. Das war leider jetzt nicht mehr der Fall. Also es gibt immer noch touristische Bungalows oder nennen wir es mal ein kleines Hotel sozusagen, was da Mhm. steht. Und dann war halt viel zugewuchert. Also man hat nicht mehr unbedingt Pflege ins Umland beziehungsweise in die Vegetation gelegt. Man hat die Natur eher wachsen lassen. Das war halt sehr schade. Das hattest du, glaube ich, auch gesagt, dass du das sehr schade findest. Vielleicht liegt es auch am finanziellen, dass es halt irgendwie halt nicht möglich ist. Allerdings Ja, fand ich es da halt so ein vor bisschen allem war schade. es halt sehr trocken dort, ne? Es war halt eine lange Trockenzeit und der Fluss an sich brachte einfach nicht genug Wasser an die Stelle, um dort halt wir hatten gar keinen Wasserfall, glaube ich, oder? Zu dem Nee, Zeitpunkt. nee, das war ein kleiner Rinnsal, wo es ein bisschen runtergetröpfelt Genau, ist. genau. Genau. Ja, Ja, also, das wollte ich jetzt nicht bemängeln, weil, wie du schon sagtest, über Trockenzeit, dafür kann ja der nee, ja, Veranstalter ja auch nichts. jein. Also der Veranstalter selber nicht, aber es wurde auch ein künstlicher Damm gebaut, um das Wasser halt an anderer Stelle zu speichern, weswegen halt das halt schon einen Grund hat, warum der Wasserfall nicht mehr da ist. Ne, Also, aber ja, ansonsten wirklich immer, ich erinnere mich gerne daran zurück, wie ich quasi als kleiner Junge dort äh, herumgelaufen bin. Das war ja, schön. das kann ich mir vorstellen. Also auf den Bildern sah es schon sehr schön aus. Ja. Genau. Ja, naja, und dann bist du ja, wie gesagt, nach 2 Wochen wieder alleine zurück. Hast ja schon gesagt, dass du deine Schwierigkeiten in Varadero dann hattest, aber das konntest du Ja, ja was soweit heißt lösen. Schwierigkeiten? Ich wusste halt, also Schwierigkeiten waren es ja nicht. Ich war halt nur eben kurz im Panik, weil ich die Abläufe Ja, vom Busfahrerwechsel nicht kannte. Ich dachte, ich kann einfach sitzen bleiben. Ja, na gut. ja, Es war aber jetzt nicht unbedingt eine Schwierigkeit, aber ich kann mir dann sicher. Das war jetzt nicht das Problem. ja. Genau, dann bin ich zurück. Du hast ja jetzt tatsächlich einige Länder ja auch schon bereist. Du hast vorhin ein paar Länder benannt. Du warst ja noch in weiteren Ländern unterwegs. Mhm. Ja, das Jedes war ja. Land, bitte? Ja, ja, erzähl. Entschuldigung, Jedes mach du Land hat gerne. ja so seine Eigenheiten. Wenn du Kuba vielleicht in einem Satz benennen müsstest, wie würdest du das machen? In einem Satz ist schwierig. Richtig, Ja, das ist auch eine schöne Aufgabe. Danke dafür. gerne. Ähm, wenn ich Kuba in einem Satz benennen müsste, würde ich Kannst auch sagen, zwei. ja, Kuba hat halt, ist in der Zeit, ich sage so, okay, drücken wir es mal so aus. Kuba ist, du machst, wenn du auf Kuba fliegst, so eine Art Zeitreise mit. Ja, du hast gerade 2017 war es ja so, dass eben das mit den Neuwagen noch nicht war. Das Internet war noch nicht so verbreitet. Dazu würde ich später noch mal was sagen zu den Einzelheiten, was mir vielleicht noch mal aufgefallen ist. Aber wenn ich Kuba mit einem Satz benennen müsste, würde ich sagen, wenn du nach Kuba fliegst, machst du eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Okay. Und das ist auf jeden Fall ein Charme, den nicht jede Urlaubsregion die bietet. Wir können ja gleich zum Internet kommen. Hast gerade gesagt, du möchtest zum Internet gerne noch was sagen. Ähm, Ja, ja, genau. Also ich kann ja da also so an sich von den Reisen und den Reisezielen, so grob die Reise haben wir umrissen. hm, Jetzt könnte man noch ein paar Punkte nehmen. Also zum Beispiel, wie gesagt, das Internet. Als wir dahin gegangen sind, gab es kein großflächiges Internet. Ich weiß nicht, wie die Situation jetzt ist, ob es weiter ausgebaut wurde. Wir hatten auf jeden Fall sowohl in ist es. Varadero als auch in Havanna und auch in Contra öffentliche Plätze. Und nur auf diesen öffentlichen Plätzen hatte man Internet. Und da musste man sich halt für jeweilige Minutenanzahlen in SIM-Karten kaufen, beziehungsweise Aufladekarten. Ich glaube, damals waren es 10 Minuten 5 Euro, also 5 COC und Nee, nee, 30 nee, Minuten das war definitiv schon günstiger. günstiger schon. Ja, ja. Also man hat, glaube ich, für eine Stunde, also 60 Minuten, irgendwie was in die Richtung bezahlt von 5 Ja, COC oder sowas. stimmt, das war stundenweise, nicht minutenweise. Genau, genau, genau. Okay, ja, dann entschuldige ich das.
alles gut. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie teuer das damals war, weil die Ja, Preisstruktur ändert sich auch immer wieder mal. Und ich erinnere mich jetzt nicht so hundertprozentig daran, wie das vor 4 Jahren war. Was ich noch weiß, war, dass ich, als ich noch früher geflogen bin, mal, da gab es auch diese Internetplätze noch gar nicht, sondern da musste man halt in, ja, ich nenne es mal Internetcafé, gehen. Da hat man halt für 30 Minuten, ich glaube, $5 bezahlt. mhm. Und das Internet war halt, hatte noch nicht mal Modemgeschwindigkeit. Ah, Ne? Also das waren noch so ganz nicht bei andere Verhältnisse. 56K. Das waren Okay. noch ganz andere Verhältnisse. Mittlerweile, also gerade die Plätze, die öffentlichen Plätze, davon gibt es jetzt mittlerweile mehr. Mhm. Und seit 2018 ist auch das mobile Internet verfügbar. Das heißt, theoretisch kannst du auch mit einer SIM-Karte ganz normal mobil ins Internet gehen, ohne diese Plätze. Ohne die Wi-Fi-Spots zu nutzen. Genau, genau, das geht auch. Und auch als Tourist gibt es mittlerweile Touristen-SIM-Karten, ne, die man sich kaufen könnte. Also mittlerweile ist gerade in der Hinsicht einiges passiert und passiert immer noch. Und sogar mit LTE. Sollte man ja auch Ja, nicht unterschätzen. ja. Ich würde gerne wissen, ist es wirklich sehr schade, dass Corona das so ein bisschen verbaut hat, dass du leider auch noch nicht da warst, aber ich würde gerne wissen, ob inwiefern dieses Mobilfunk ausgebaut tatsächlich ist. Ne, also wir kennen das ja hier in Deutschland, sobald du Nein, die kennen wir nicht. Stadtgrenze, sobald du die Stadtgrenze überschreitest, hast du gar keinen Empfang mehr, zumindest kein mobiles Internet. Ähm, Während man aber zum Beispiel im Nachbarland Holland in den tiefsten Wald reingehen kann und hat Vollausschlag LTE. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also deswegen würde ich gerne wissen, wie das in Kuba so aufgebaut ist. Aber da ist zumindest aber schon mal in den 4 Jahren viel passiert, okay. Wir hatten ja, wie gesagt, nur diese Wi-Fi-Spots, wo dann, Ja. also das waren wirklich dann auch Spots, weil dann die Menschen wirklich alle auf diesen Spot, das war irgendwie so ein Treffen halt immer. In Bayamo war es diese Spielhalle. Kannst du dich da noch erinnern? In Varadero Bayamo, meine ich. Spielhalle? Ach so, Nee, ja, Varadero. ja, ja, ja. Mhm. Spielhalle, Schrägstrich Einkaufszentrum. Richtig. Das war sowieso ein guter Spot. Da hat man halt viele Leute so getroffen. Also ich denke mal, für die Kubaner war das super gut, dass es halt so Spots waren, weil man hat sich halt auch dann halt dann da halt auch getroffen. Genau. Ja, also das ist etwas, was mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist, weil es halt untypisch ist für, ich sag mal, den europäischen Raum, dass man ähm, kein mobiles Internet hat, sondern wirklich Wi-Fi-Spots hatte und Mhm. dass sogar in den Casas kein Internet ist. Ne? Das ist ja, Also auch das ist mittlerweile vorhanden. ja, okay, Ne? das ist super. Aber Aber wie gesagt, für mich war das damals ja. irgendwie ähm, halt neu und das ist mir dann halt auch im Gedächtnis geblieben. Ja, Ja, man war halt so ein bisschen losgelöst von der Mobilfunktechnik. Ne? Also genau, das war auch so ein bisschen Urlaub davon. Ne? genau, Dass man hatte man das Handy nicht mehr so, weiß ich nicht, alle 10 Minuten in der Hand hat. das ist auch richtig. Also, wenn ihr da draußen Kinder habt, die nur noch am Smartphone. Achso, jetzt geht es ja mittlerweile nicht mehr. Okay, na gut, okay. Mittlerweile ist es ja ausgebaut, aber damals war es auf jeden Fall ganz Naja, cool. aber Und ja, trotzdem natürlich ist ist die es. Hürde ist immer noch da. Also die Hürde ist genauso im Grunde genommen wie 2017. Mhm. Ähm, Das heißt, kostenlos kommst du auch nicht ins Internet. Ne? So von daher, du brauchst halt entweder so eine Guthabenkarte oder du brauchst halt entsprechend eine SIM-Karte als Tourist gesprochen. Ja, So und von daher, diese Hürde ist ja grundsätzlich immer noch da. Also gerade den Satz, den du gerade sagen wolltest, der passt immer noch. okay. Super. Also, gerne dafür. Ähm, dafür mal nutzen. Genau, also das war halt für mich was Neues. Und wie du schon sagst, es ist ja mal auch wirklich eine Erholung, soziale Kontakte aufs Minimum zu beschränken und vielleicht auch mal aus der schnelllebigen Zeit raus. Deswegen meinte ich auch eine Reise in die Vergangenheit. Ähm, so hat man auch mal auch wirklich mal Zeit, runterzukommen, zur Ruhe zu kommen. Und wenn man jetzt ein, zwei Mal am Tag also meinetwegen morgens waren wir mal da und einmal abends oder kurz vorm Essen gehen, mal kurz, ob irgendwas Wichtiges war völlig ausreichend, wenn man den Tag danach so einfach für Sachen benutzt hat. Genau. Ja, das stimmt.
Entschleunigung. Entschleunigung, ja. Ja, was mir denn noch an Havanna sehr, so im Gedächtnis geblieben ist, war das der Platz der Revolution mit dem riesen Obelisken? Mhm. Genau, das war der Platz der Revolution. Das war ein beeindruckendes Monument. Ich glaube, wir waren nicht unbedingt drin, aber wir waren drauf. Das war auch Ja, sehr schön. Ähm, und dann war es sehr cool. Dann gab es halt typische Taxis, diese alten Autos, aber auch diese Baseballkappen oder Footballhelm-Taxis. Also die hatten auch wirklich Beschleunigung. Also wir haben genau. dann noch eine Fahrt mit Also unserem Opa. Coco-Taxi. Hm? Coco-Taxi, Die waren echt richtig cool. das stimmt. Man hätte das nicht erwartet, aber die hatten wirklich eine kräftige Beschleunigung. Die hatten Power. Ähm, ja, das war auf jeden Fall auch richtig cool. War auch nicht wirklich ein Auto, sondern glaube ich mehr ein Motorrad, Ja, ja. so ein dreirädriges. Von daher hat es auch Power, aber es ist halt ziemlich cool. Das kannte ich auch nirgendwo, dass man mit so einem Helm rumfährt. Fand ich auch cool. Was ich auch auf dieser Reise, also um jetzt mal bei deiner Familie zu sein, Mhm. das war auch das Besondere, es gibt ja nochmal einen Unterschied, als wenn man bei einer wirklichen Familie lebt, von dem du ja auch stammst. Also ich war ja quasi bei dir zu Hause sozusagen. Ist dann auch nochmal ein Unterschied, als wenn du in so einer Casa bist, auch wenn die Leute da noch reden. Man begrüßt sich morgens, aber man redet, ich sag mal so, nicht so viel miteinander. Aber wenn man so gerade im familiären Umkreis mit denen unterwegs ist, sie waren ja auch bei den Ausflügen oft dabei, gerade bei den Strandausflügen. Und wenn man da halt auch wohnt, das ist ein ganz anderer Einblick. Und dass ich den erleben durfte, da bin ich auch schon dankbar, wenn man dann also einen Schritt von der Kultur noch mal ein bisschen mehr mitbekommt. Das war auch noch wirklich sehr besonders. Ähm, ja, und wie gesagt, auch da zu leben, dann aufzuwachen mit Frühstück. Ich habe ja da, du hast ja dieses schöne Video gemacht mit einen Tag essen wie ein Kubaner. Ja, Das hatte ich halt 7 Tage lang und das war halt immer lecker. Ne? Wir hatten ja auch einen Tag gekocht. Ähm, ja, Und ja. was man halt da halt immer öfter bekommt, sind halt eben diese Kochbananen. Dieses Fleisch, dieses Reis mit schwarzen Bohnen hatten wir immer dann halt, ich glaube, Salat mit Tomaten und Fleur de Sel, also Flockensalz, war auch immer da und dann halt jeweils immer ein Stück Fleisch oder irgendwas. Ähm, aber diese Kochbananen, Von oh, Ernesto. und Ernesto, ja, Ernesto war auch sehr lecker. Ja, bis ich dann zur Haut kam und gesehen habe, da sind Borsten dran, dann habe ich die nicht gegessen. Aber nee, das Fleisch von Ernesto, das war Bomber, der Abend auch richtig cool. Ja, genau. Es war auch abends immer recht cool, wenn wir aus so den Ausflügen zurückkamen, entspannt in den Sessel, Baseball geguckt. Ich habe meine Liebe zu Baseball da entdeckt. Also Liebe würde ich jetzt nicht sagen, okay, ist ein bisschen So, übertrieben. aber Aber ja, habe ich gesagt. Nee, aber das deine Interesse Passion. ja, das Interesse an Baseball wurde da Mhm. geweckt. Ist jetzt nach 4 Jahren natürlich auch wieder weg, aber da das ja dann bei deinem Vater ja sehr gerne macht und das auch sein Hobby war, er war ja Trainer, glaube ich, auch Ja, hier das stimmt. bei dir. Und durch seine Passion sozusagen, die hat halt abends immer angesteckt und dann hat man das Spiel mal halt gerne geguckt. Ähm, was so das Leben bei der Familie für mich so ein bisschen erschwert hat, ist, dass ich kein Spanisch konnte. Ich konnte mich ja nur mit dir und deinem Vater unterhalten, Mhm. so wirklich. Ich habe mich auch mit den anderen unterhalten, aber die konnten halt nur Spanisch und kein Ja, mit Englisch. Hand Das und heißt, ich Fuß. habe geredet und dann mit Hand und Fuß, genau. Aber es war okay. Es war okay. Ich hatte dich ja, du konntest ja die wichtigsten Punkte übersetzen, wenn wirklich was war. Aber ansonsten, ja. Ähm, das ist auch generell, ich weiß es nicht, wie es in den touristischen Gebieten war. Ich hatte, wie gesagt, auch keinen Führer oder wir waren ja prinzipiell immer nur für uns beide unterwegs. Mhm. Und wenn wir was wollten, hast du ja die Kommunikation automatisch übernommen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern schwierig das für Individualreisende ist, die jetzt kein Spanisch können. Wie die englische Sprache da so ausgebaut ist, beziehungsweise wie man sich dann so verständigen kann. Ich habe Ja, jetzt im nicht. touristischen Gebiet geht's schon mehr, sage ich mal. Aber gerade wenn man so hier eher im Land unterwegs ist, kommt man mit Englisch nicht weit. Mhm.
Ne, jetzt muss man auch dazu sagen, wenn man jetzt Deutschland betrachtet, ist das hier auch nicht unbedingt anders. Ne? Also Ja, in den großen Städten, ja, wirst du schon Leute finden, die halt Englisch sprechen, aber gerade so kleineren im ländlichen Bereich hast Gebieten, du auch dasselbe Problem, das stimmt, das stimmt, das eben, stimmt. ne, also von daher, ich muss schon sagen, ja, also in Kuba sprechen sie noch weniger Englisch als hier, keine Frage. Hat aber auch damit zu tun, dass der Englischunterricht halt, naja, Aber du hast ja gesagt, da gibt es ja so eine Umstellung auf Russisch, ne? bitte? Du hast es ja erwähnt, da gibt es ja jetzt eine Umstellung auf Russisch. Ähm, Chinesisch war das. Ach, Chinesisch, stimmt. Ups. Ups. Ach so, Chinesisch. Genau, aber naja, gerade speziell Englisch war das halt so, also ich hab's ja jetzt mitbekommen, auch wie jetzt die letzten Jahre halt Englisch unterrichtet wurde, durch entsprechend familiäre Kontakte oder auch durch meine Frau. Und da war das halt tatsächlich so, dass ja, der Unterricht jedes Jahr immer das Gleiche war. Ne? Und Ach im so, Grunde, das war gar kein. im Grunde genommen kannst du dir vorstellen, naja, das erste Jahr, wo du Englisch gelernt hast, ich weiß, das war bei uns, glaube ich, in der dritten Klasse oder sowas, keine Ahnung. Ne? Also so vergleichbar jetzt quasi in Kuba, war das dann halt so, dass genau dieser Unterrichtsstoff, vielleicht mal mehr, mal weniger, immer wieder rankam. So, und das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass halt auch die Lehrer fehlen. Ne? Also letztendlich Ja. hat es wieder was mit der Wirtschaftslage zu tun. Viele Lehrer gehen halt diesem Beruf an sich nicht mehr nach, sondern verkaufen halt eher sowas privat, sag ich mal, auf der Straße, weil sie da dann an einem Tag vielleicht so viel verdienen wie halt in der Schule den ganzen Monat. Naja. Na, und so, deswegen ist da dann halt auch der Unterricht heutzutage in den, ich sag nicht überall, aber in vielen Fällen halt auch nicht mehr das, was er einmal war. Na, und wie jetzt das Schulsystem in Havanna ist, weiß ich nicht genau. Kann mir schon vorstellen, dass es da ein bisschen anders aussieht. Auf jeden Fall wirst du da relativ viele Personen finden, die halt auch zumindest ein paar mehr Sprachen sprechen. Die wirst du auch halt in Santiago finden, ne? Aber in allen anderen kleineren Dörfern nicht unbedingt. Sicher auch, aber nicht unbedingt. Aber du hast schon recht, das ist bei uns auch schon ähnlich. Da habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Aber es ist halt trotzdem erstmal interessant zu wissen. Also, beziehungsweise es ist wichtig, dass man das weiß. Ja, Ähm, genau, ja, nee, also der ganze Urlaub, das waren die ganzen Wochen erstmal die touristischen Attraktionen an sich, dieses Land kennenzulernen, dann von der anderen Seite, wo man da gewohnt hat, und gerade live bei der Familie zu sein, das war halt für mich eine wirklich sehr schöne Erfahrung, die ich eigentlich so auch nie in einem anderen Land machen konnte. Ähm, okay. Deswegen ist dieser Urlaub in Kuba oder beziehungsweise die Kultur von Kuba mir natürlich noch bestens so in Erinnerung. Ähm, die Versorgungslage war damals ja auch schon, ich sag mal, Angespannt. man hat ja angespannt, kann man sagen, nicht so schlimm wie jetzt, auf keinen Fall, aber das liegt ja wahrscheinlich auch an anderen Sachen. Ähm, und Ja, das soll jetzt hier auch nicht das Thema sein, aber wir hatten auch ja immer, also wenn man Urlaub auf Kuba macht, dann gibt es zwei Sachen, die man unbedingt mal machen muss, gerade wenn man in okay. Havanna ist. Jetzt bin ich gespannt. Gerade wenn man in Havanna ist, man muss in Havanna Rummuseum, Brauerei, Brennerei, ja, die war sehr schön. Auch die Führung war sehr schön. Ich habe da viel verstanden. Auch auch die Aufmachung war schön mit den Fässern, dieses Rustikale, wie das auch mit den Wandmalereien, die es da gab. Ähm, und gerade der Verkaufsraum am Ende, da hätte ich ja am liebsten richtig zugeschlagen. Der Ähm, Verkostungsraum. genau. War die Führung auf Deutsch bei uns? Nee, Englisch. Ah, okay. Englisch, genau. Ja, Nee, wir weil hatten, ich habe das ja, ich habe diese Tour ja auch schon ein paar Mal mitgemacht und einmal hatte ich achso, auch noch mal eine deutsche Tour. ja. Also deswegen, ich wusste jetzt nicht mehr genau, also auf jeden Fall werden auch verschiedene Sprachen angeboten. Ist ja auch ganz schön zu wissen, sage ich mal. Mhm. Genau, und bevor unsere Tour losging, waren wir in diesem Wartebereich, wo man Mhm. dann sich auch was zu trinken kaufen konnte. Das war auch wirklich eine schöne Sache, muss ich sagen. Also nicht, dass man da sich was zu trinken kaufen konnte, sondern die Aufmachung alleine schon im Wartebereich war sehr schön. Ähm,
war sehr schön aufgebaut. Und ja, man hatte schon das richtige Flair, dass man sich gleich da so eine Führung mitmacht. Und selbst die Führung an sich, ja, die war auch richtig cool. Sehr informativ, finde ich. Ich finde, jedes Museum, in dem ich war sehr, sehr informativ, muss ich sagen. Ich hatte von Rumherstellung überhaupt gar keine Ahnung. Und das waren Mhm. viele Arbeitsschritte, die für mich einfach nicht neu waren. Also was ich wusste, ist Rohrzucker, aber wie die Zubereitung dann zu rum kam, das war schon sehr interessant. Genau, also das muss man auf jeden Fall machen. Okay, und die zweite Sache? Hatte ich zwei gesagt. Ja, Ja. man sollte sich auf jeden Fall in einer ruhigen Minute abends in seiner Casa oder im Hotel oder wo man auch immer ist, sich wirklich mal die Zeit nehmen, ein Gläschen Rum neben sich haben und eine hawaiianische Zigarre zu genießen. Hawaiianisch. Du meinst eine Havanna. Ja, gut. Ja. In Havanna. Wie nennt man hawaiianische Zigarren in Havanna? Zigarren. Ja. Genau, also eine Havanna, genau. Den guten Rum und eine Zigarre. Auch wenn man das noch nie gemacht hat, aber ich finde, es gibt ja so einige Sachen, die man im Urlaub macht. Und wenn man sie zu Hause isst und man macht sie weiter, hat es nicht dasselbe Gefühl. Mhm. Quasi so ähnlich wie das Tomatensaft nur in Flugzeugen schmeckt oder bestimmte einheimische Getränke, auch Madeira, auf Funchal gibt es dieses spezielle Getränk, das halt nur da schmeckt und wenn man es zu Hause danach macht, ist halt immer nicht das Gleiche. Von daher, wenn man den Flair mitnehmen will, finde ich, das sollte man dann auch schon mal machen. Wir hatten das ja mit deinem Vater zusammen gemacht im Garten. Das war ja auch sehr interessant. Also es war halt auch ein schöner Abend. Ja. Und zur Versorgungslage, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir hatten ja uns ja dann so auch auf Kuba immer so mit Rum versorgt an sich. Wie hieß der? Santiago de Cuba? Warum? Hm? Ja, genau. Genau, Santiago de Cuba. Ähm, Das war auch der leckerste, den ich auf Kuba getrunken habe. Sowohl der weiße als auch der braune. Die waren beide sehr lecker, aber ich bin halt ein Mensch, ich kann keinen Alkohol pur trinken, ich vertrage den nicht, der brennt mir zu sehr. Also mische ich den halt immer mit Cola. Und da Cola zu finden zu der Zeit, äh, in, in, in Costa Maestro und Umgebung war halt schwierig, denn mussten wir teilweise auf also Limonadenbrause umsteigen. Mhm. Ja. Ja. Wie Da gesagt, erinnere auch ich mich noch irgendwie damals. an Havanna, da hatten wir auch schon angefangen zu suchen. Ja, Und irgendwann hatten wir doch irgendwie so ein Pärchen gesehen mit Cola in den Händen. Und da haben wir da da, haben wir ja? Da haben wir diesen kleinen Laden ausgeraubt und haben alle Dosen mitgenommen, die es gab. Wir haben Unmengen von Dosen gekauft, weil es der einzige Laden war, der noch Dosen hatte. Tja, Ja. naja. Ja, aber so sieht es heutzutage auch noch aus und ein bisschen schlimmer, sag ich mal. Ein bisschen. Wobei, liebe Leute, ne, Alkohol nur in Maßen, bitte beachtet da, dass ihr da keine Grenzen überschreitet und wirklich nur als Genussmittel konsumiert. Genau. Und don't drink and drive. Ja, das sowieso, ja. Nein. Nee, Ähm, ja, das erzähl. war auch cool. Achso, okay. Jetzt haben wir ja schon gesagt, das ist schon 4 Jahre her. Hast du dich seitdem nochmal mit Kuba befasst, großartig? Oder irgendwie, weiß, irgendwelche Nachrichten verfolgt oder generell? Oder ja, wie bist du mit dem Land in Anführungsstrichen weiter umgegangen? Ja, mit dem Land in Anführungsstrichen weiter umgegangen. Ich sag mal, ich bin davon weggeflogen und dann berufsbedingt bin ich ja dann viel rumgereist, war in Japan, dann war ich Spanien, Frankreich, Niederlande und hatte dann viele andere Eindrücke und an sich habe ich mich dann in meinem privaten Umfeld nicht mehr wirklich mit dem Land und Mhm. den aktuellen Lagen da befasst. Ja, Wir hatten dann halt immer nur, also wie wir das halt immer machen, also so ähnlich wie jetzt auch, nur halt ohne Aufzeichnung und über die Reise unterhalten. Das war eigentlich das Einzige, bis ich dann, ach Gott, wann war das? War das vor Mai?
nee. Also bis ich eben vor kurzem auf deinen Kanal gestoßen bin, beziehungsweise der Kanal ist auf mich gestoßen, der wurde mir ja vorgeschlagen. Und seitdem verfolge ich eigentlich all deine Videos, habe sie bisher alle gesehen. Hab dich auch abonniert natürlich. Danke dafür. Solltet ihr übrigens auch machen, wenn ihr es noch nicht getan habt, kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ganz genau. Genau. Und seitdem verfolge ich tatsächlich aus deiner Sicht Kuba und google auch manche Schlagzeilen tatsächlich nochmal nach, gerade was die Ausschreitung anging. Das war ja wirklich sehr schockierend, manche Bilder zumindest. Und dann habe ich mich da auch natürlich auch ein bisschen belesen. Deine Quellen kommen jetzt, glaube ich, auch teilweise direkt aus dem Land, ne? Von deiner Familie teilweise. Ja, sowohl als auch. Ne? Also es ist halt breit gefächert. Genau, und genau, also ich habe mich quasi eigentlich nur noch in Erinnerung an die Reise mit Kuba beschäftigt, aber nicht mehr mit der aktuellen Lage, bis ich, wie gesagt, auf deinen Kanal gestoßen bin. Und dann jetzt verfolge ich natürlich regelmäßig deine Videos. Ja, an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis, der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, hä, bester Freund oder einer der besten Freunde zumindest und wusste gar nichts vom Kanal. Ich habe das gar nicht großartig kommuniziert so in meinem Bekanntenkreis, denn ich habe das irgendwann den Kanal quasi im Rahmen der pandemischen Lage mehr oder weniger so aus, jetzt fange ich mal damit an, was zu machen in die Richtung, gestartet. Ne? Ich hatte ja schon länger eine Internetseite, die kanntest du aber, glaube ich, oder? Ja, ja, die Internetseite. I Love Kuba war mir nicht neu. Genau, genau. Das Und hattest du öfter. genau, aufgrund dieser Internetseite hatte ich schon hin und wieder mal noch persönliche Fragen bekommen deswegen dachte ich irgendwann, okay, die Fragen kann man auch halt in Videoform beantworten und das Ganze ist ganz gut in einem YouTube-Format und deswegen ist halt der Kanal entstanden im Großen und Ganzen. Ne? Aber das hatte ich, wie gesagt, gar nicht großartig kommuniziert, weil letztendlich I Love Kuba an sich, das war soweit schon im Freundeskreis so bekannt, aber dass ich jetzt einen Kanal noch zusätzlich gestartet habe, das soweit erstmal dazu. Ja, man muss auch sagen, dass dadurch, dass wir in zwei unterschiedlichen Städten wohnen, wie gesagt, ich wohne ja gerade in Hannover, du in Lieberswalde, da ist jetzt auch nicht so, dass wir uns täglich schreiben und Sprachnachrichten machen. Also Nur jeden zweiten unser, Tag. Nein, ja, Quatsch. also der Kontakt ist da zwar noch regelmäßig da, aber jetzt auch nicht mehr so groß und dann geht es auch mehr darum, wie es einem halt so geht. Und Genau. genau, und dann solche Sachen dann sind dann halt auch nicht, wie gesagt, das ist auch nicht so breit Trotzdem tretbar. trotzdem interessant, dass der Kanal dir vorgeschlagen wurde. Ja, das fand ich auch. Ich habe das gesehen und dann dachte ich mir, hä, den kennst du doch? Hä, hä? Und dann, das war für mich also ihr kennt das ja selber, ihr habt ja vielleicht selber irgendwelche Abos und guckt das. Und dann geht ihr einfach auf youtube.de, weil ihr irgendein Video gucken wollt von euren aktuellen abonnierten Kanälen. Und dann habt ihr die Startseite da und dann werden ja eigentlich auch hauptsächlich nur Videos davon vorgeschlagen. Und dann sehe ich auf einmal das Gesicht von Jorge in einem von diesen Videos und sehe I Love Kuba. Und dann dachte ich mir, okay, da guckst du mal rein. Das war auch ein Grund, direkt ihnen zu schreiben, hey, ich gucke gerade deine Videos. Genau, ja, das Gerne war nicht. auch sehr schön. Genau, das war, ja, gut. Ich weiß nicht, warum man mir vorgeschlagen wurde. Wie gesagt, ich hatte eine Zeit lang davor mal nach kubanischer Musik gesucht, weil ich hier mit meiner Freundin Naja. kubanischen Abend machen wollten. Aha, okay. Ja, weil, wie gesagt, also bei uns, wir wollten da mal diesen Reis mit schwarzen Bohnen nachmachen und dazu halt einfach ein Stück Fleisch. Kochbananen habe ich leider nicht bekommen, also habe ich einfach normale Kartoffeln gemacht. Aber hauptsächlich halt diesen Reis mit schwarzen Bohnen. Und dann hatte ich halt nach kubanischer Musik gesucht und dann das halt Naja. ja. Ja, Kochbananen wirst du vielleicht in Asia-Läden finden, Ja, wenn du Glück hast. Naja, okay. Ich sag mal so, du hast dich ja jetzt die letzten Jahre nicht unbedingt mit Kuba beschäftigt, hast du gesagt. Jetzt eher in den letzten Wochen, Monaten aufgrund dessen, weil du ja den Kanal soweit neu entdeckt hattest. Ähm, von daher zur pandemischen Lage hast du jetzt dann so erstmal wahrscheinlich auch keine Meinung, beziehungsweise kein großartiges, also du weißt wahrscheinlich nur das, was du aus den Videos von mir gesehen hast, ne?
Ja, ja, ja. Also wie gesagt, also Mhm. bei manchen Sachen habe ich dann auch nachgegoogelt. Mhm. Also jetzt was Einreise, Ausreisebestimmungen angeht, das ist halt, aber bei diesen interessanten Sachen wie zum Beispiel die Ausschreitungen oder wie ist die Lage im Land? Ich habe mal selber geguckt, ob ich da irgendwie Inzidenzwerte finde oder überhaupt Sachen, um einfach mal auf dem Stand zu bleiben. Aber prinzipiell machst du das ja in deinen Abständen sehr gut. Ja, also ich finde ja deinen Aufbau sehr gut, sodass man monatlich halt informiert wird und sagen wir mal ehrlich, in 4 Wochen ändert sich nicht so viel. Und wenn da was ist, dann machst du ja ich sag mal, eine Sondersendung von, also ein Sondervideo von. Außerdem machst du jeden Sonntag ja ein Video und da ist man dann halt auch schon gut informiert. Und Denke auch. deswegen hauptsächlich habe ich meine Quelle halt also aus deinen Recherchen und aus Mhm. deinen Videos und habe somit jetzt im Nachhinein die ganze Pandemie, weil ich ja erst vor kurzem meinen Kanal entdeckt habe ich aber trotzdem die alten Videos alle gesehen. Ähm, Hast ja und chronologisch alles durchgeguckt, ne? genau, ich habe chronologisch alles durchgeguckt, deswegen weiß ich auch von dem Video. Du hast übrigens mich nicht nach meiner Erlaubnis gefragt, das zu veröffentlichen. Aber nee, deshalb kenne ich auch das Video, deswegen Ich ist nehme es es sehr schön, sofort solltest du mal runter. reingucken. Bitte? Ich nehme es sofort runter. Nein, auf gar keinen Fall. Ich unterschreibe alles, außer Waschmaschinenverträge. Sehr gut. Nee, genau, deshalb habe ich das chronologisch alles mitbekommen und wir hatten uns ja zwischendurch ja auch mal unterhalten, in letzter Zeit ja öfter, weil mich deine Meinung zu manchen Sachen ja auch interessieren. Gerade wenn man das sieht, ist es ja, wenn man YouTube hat, bis auf die Kommentarfunktion, die du ja löblich immer beantwortest, aber wenn man, also ganz alte Videos gibt man ja dann kommentarisch jetzt auch nicht mehr so viel ein. Und dann hatten wir halt auch immer wieder Kontakt, als ich da Nachfragen hatte. Da meintest du ja auch immer, es wird immer nicht besser. Und dann dachte ich schon, schade, schade, schade. Und dann, ja, bin ich jetzt aktuell und es ist immer noch nicht besser. Im Gegenteil, es ist leider schlimmer geworden. Ja, meine Meinung dazu ist, ich finde, pandemisch gesehen, was sie machen mit dem harten Lockdown, finde ich nicht schlecht. Ich finde, das hätten wir hier auch teilweise härter durchziehen müssen. Ich glaube, dann wäre die zweite Welle nicht ganz so hart gewesen. Generell finde ich teilweise, eigentlich will ich mich dazu gar nicht äußern, weil, naja, egal, ich finde teilweise, dass gerade jetzt gehen ja die Zahlen wieder hoch. Das heißt irgendwie, man fühlt sich durch die Impfung zwar sicher, aber ja, also Also jetzt hier in Deutschland meinst du jetzt gerade? genau, ich bin zwar Mhm. voll geimpft, aber ich finde es immer noch teilweise bedenklich, wie lapidar manche Leute immer noch mit der Situation umgehen. Ne? Ja, das Weil stimmt. man merkt ja auch, wie bei uns die Zahlen wieder steigen, dass die Pandemie in dem Land natürlich solche Ausmaße hat. Das sind auch ähm, und dazu möchte ich mich auch gern äußern, dass da die Lage sich so verschlimmert hat und zeitgleich dann auch noch der COC weggefallen ist und die Währungsreform kam, hat das alles irgendwie nicht verbessert. Also die Währungsreform mit dem COC, mit der Abschaffung und dem COP, der Angliederung der Gehälter hätte gut sein können, aber das hätte ich nicht in einer pandemischen Lage, wo die wirtschaftliche Situation schon so schwierig ist, nicht unbedingt dann umgesetzt, sondern hätte dann vielleicht nochmal aus Stabilitätsgründen gewartet, weil wie man ja aus deinen Videos kennt, gehen ja die Preise, auch die Wechselpreise auf der Straße, auf dem Schwarzmarkt ja in astronomische Höhen und dann auch noch diese Geschichte mit den NBC-Geschäften, die ich absolut nicht verstehe. Ich weiß auch nicht, warum die irgendwie aus Regierungssicht wirtschaftlich lohnenswerter sind als normale Geschäfte. Ob da die Inflation mit drin steckt, aber die geht ja trotzdem durch die Decke. Also ich weiß nicht, also diese Idee mit den NLC-Geschäften verstehe ich nicht, warum, vielleicht aufgrund der stabilen Währung des Dollars oder so, finde Ja, ich also aber für gerade die gerade Menschen, dieser Punkt ist halt tatsächlich nochmal ein eigenes Thema, ne? Also da könnte man davon ausgehen, letztendlich, also meine Kuba hat ja relativ viele Schulden, ne, bei welches Land hat diversen das nicht? Ländern. Guckt dir das große USA an, was die für Schulden haben. Ja, ja, und ich sag mal, Kuba braucht halt Devisen. Ja, Ja, und die MLC-Geschäfte, letztendlich ist es halt,
ein Online-Geschäft mehr oder weniger. Also das Geld ist ja in echt gar nicht mehr verfügbar, sondern das Ja. Geld kommt halt von Ausland, im Regelfall, sage ich mal, auf das Konto rauf. Das sind halt Devisen tatsächlich. Ach so, Ne? Und im Geschäft selber zahlst du ja nur mit Karte, ne? Also nicht mit Bargeld. ja, ja, genau. So, das heißt, das Geld, was eigentlich auf dem Konto, auf der Karte ist, das ist im Grunde genommen gar nicht da. Unbezahlt. Ah, Genau. alles klar. Ne? Also man Okay, ja arbeitet gut, halt okay, mit dem Geld. dann ergibt das vielleicht aus der Hinsicht Sinn, aber ich finde, dann sollte man auch, Ist auf jeden Fall ein sehr kompliziertes Thema. Ich stecke da auch nicht zu 100% drin. ja, Aber wie gesagt, ja, meine Meinung ist ja auch eher so unwissend und ich finde es halt nur, wenn man das so aus deinen Videos so raushört, beziehungsweise wenn man sich die Lage an sich so betrachtet, dass die Kubaner da kaum noch einkaufen gehen können, es sei denn, sie haben Kontakte im Ausland, die denen per Handy irgendwie Geld schicken können, ähm, finde ich halt, macht es halt nicht unbedingt leichter mhm. für die Versorgung des normalen Haushalts auf Kuba sozusagen. Das Ich ist meine, absolut richtig, ja. Deine Familie hat ja durch dich jetzt vielleicht Glück, weil sie kommen ja durch dich ja zum Glück an Geld aus Ausland, auf die Familie deiner Frau nehme ich an, wird sehr Ja. unterstützt. Aber was machen wirklich Leute, die gar keine Kontakte haben? Die müssen ja dann durch Tauschgeschäfte sozusagen irgendwie wieder an die nötigen Mittel kommen. Ja. Und sich selbst verpflegen geht ja, glaube ich, auch nicht, weil ja alles irgendwie der Staat bekommt oder wie ist das da? Naja, da gab es halt auch eine Gesetzesänderung, dass Landwirte auch da jetzt mehr Freiheiten bekommen. Mhm. Aber die praktische Umsetzung, da warte ich halt tatsächlich noch auf Erfahrungswerte. Ne? Also da kann man auch nicht wirklich viel sagen. Ja gut, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet vom eigentlichen Thema, aber ist ja Ja auch gut, aber ganz ich sag mal so, das eigentliche Thema war ja unsere Reise und deine Wahrnehmung und von daher jetzt zum Ende hin natürlich, wie du überhaupt ja da jetzt wieder auf meinen Kanal gestoßen bist, weil du ja ansonsten gar keine großartigen ja, Gedanken mehr, sage ich mal, an Kuba hattest, außer halt so die Erinnerungen an damals vor 4 Jahren. Von daher war ja ganz abgedriftet sind wir jetzt auch nicht, würde ich sagen. nee, Aber Thema vielleicht Geld. nochmal, bitte? Oh ja. Nee, bitte. Thema Geld das ist natürlich mir auch noch ein bisschen hängen geblieben ist. Hm? Man nimmt ja, man wechselt ja vorher so ein bisschen Geld für Kuba. Also man hat ja vorher den COC schon gewechselt, aber für 2 Wochen zu planen, die Ausgaben kann man nicht unbedingt. Gerade wenn man ja so Individualreisende ist wie wir, dann gibt man hierfür mal mehr Geld aus oder man findet so eine tolle Tour für den Heimbedarf. Ja, oder man findet andere nützliche Dinge, die man sich dann selber nochmal so kaufen muss. Äh, kann man das nicht unbedingt einschätzen und dann brauchte ich auch Geld, sowohl in Havanna als auch in Conta Maestre und in Havanna, die Wechselstuben, die waren halt immer richtig voll, also nehmt euch, also okay, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber man musste sich da echt schon viel Zeit mitnehmen, um Geld zu wechseln. Conta Maestre ging ja ganz gut, da haben wir es ja über deine Familie machen können, beziehungsweise da ging es dann halt auch schneller, weil es dann nicht so eine Großstadt ist, aber in Havanna, da haben wir einmal locker 2,5 Stunden habe ich da gewartet, bis ich da Geld tauschen konnte. Ich erinnere mich. Da bist du die Straße immer hoch und das war ja diese Einkaufsstraße, da bist du immer hoch und runter gelatscht und hast dich da umgeguckt und ich stand in meiner Reihe. Das war auch Eine interessant. tolle Zeit, nicht wahr? Eine tolle Zeit. Ja, Besonders aber diese 2 Stunden. ich weiß nicht, ob es ihn nach 4 Jahren noch gibt. Es gibt, wenn ihr ja, jetzt Location, wo wir waren, das müsste man vielleicht nochmal raussuchen, keine Ahnung. Es gibt einen Laden, das ist so ein kleiner Pub in Havanna. Ja, Ach so, der du ist meinst wegen den voll, Fußballtrikots. Oh, genau, Entschuldigung. voll mit Fußballtrikots, auch Bundesliga-Clubs und natürlich auch den spanischen und europäischen Großclubs. Und das ist wirklich ein richtig schöner Pub und der ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Und sollte ich jemals wieder, ich hoffe, also ich würde jederzeit wieder gerne nach Kuba reisen und nach Havanna und ich hoffe, wenn ich da wieder bin in Havanna, dass diese erstens nochmal wiederfinde und zweitens, dass es diesen Laden noch gibt, weil
Da habe ich wirklich sehr viel Zeit verbracht. Also Ja, sehr das viel war ja Zeit, auf, also abends und war ja auf der Ecke, wo wir quasi unsere gewohnt habe. Unterkunft hatten, ne? Genau, genau. Die O'Reilly äh, Street, Straße, wie auch immer. Ja, Müsste ich O'Reilly auch nochmal, Street. müsste ich auch noch mal Ja. nachgucken, wie die hieß. Konkret, irgendwas mit O'Reilly. Hm. Ähm, sicherlich, oder ja, ich gucke noch mal. Vielleicht blende ich es hier dann ein, ne, Ja. wenn ich es entsprechend finde und wenn ich dran denke. Stimmt, du kannst ja Sachen einblenden. Nicht Wie wahr? schön ist das denn? Genau. Ja, Aber du hast mir okay. so gerade schon eine Frage vorweggenommen, Oh, nämlich, tatsächlich. alles gut. Ja. Wann fliegst du das nächste Mal nach Kuba? Ich würde gern, wenn ich nochmal eine Kuba-Reise mache, würde ich sie tatsächlich schon mal wieder, also würde ich sie wieder gerne mit dir machen, Mhm. sofern möglich und sofern Na klar. das auch geht, wieder pandemisch. Würde ich dann auch gern wieder, weil, wie gesagt, man kommt halt eben nicht so leicht auf so eine Kulturreise, wenn man nur Hotels hat oder nur Airbnb. Also Airbnb ist schon viel besser als ein Hotel, weil man die Kultur direkt mitbekommt. Casa Casa Particular. genau, Casa Particular. Particular. Immer, man ist zwar schon näher an den Leuten, aber nicht so, wenn man bei einer Familie wohnt. Und wenn ich nochmal Urlaub machen würde, würde ich gern da Urlaub machen und dann halt auch, sobald es geht, tatsächlich. Ich würde gerne, es gibt ja noch ein paar Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Mhm. Da liegt ja noch mal, also die Insel ist ja groß. Ja. Ähm, Ich genau, glaube, mit dir war ich nicht ganz im Westen und auch nicht ganz im Osten. richtig. Also wir Und waren ansonsten bei, auch Zentralkuba sind wir quasi mit dem Bus nur relativ schnell durch per Nachtbus. Von ja, daher, der Part fehlt ja an sich auch noch komplett. genau. Ne? Und Also auf da, jeden Fall haben wir noch eine Menge vor uns, aber wie gesagt, wir hatten ja auch nicht so viel Zeit. nee, richtig. Und gerade auch die Stadt, die, wo man viel über Che Guevara und den historischen Hintergrund erleben kann, die Ja, haben wir auch ausgelassen. Santa Santa Clara Clara. ist das, glaube ich. Ja, Genau. Genau. Da fällt mir nämlich gerade noch ein, ich hatte nämlich gerade noch was. Ach so, genau, wo wir bei Fidel Castros Grab waren. Das ja. war auch nochmal für mich nochmal auch dieses Wachwechsel. Da hat er übrigens auch ein Video von, kurz nach der Reise kommt das. Da sieht man den Wachwechsel. Das war auch nochmal eine interessante Sache. In welcher Stadt war das denn nochmal? Santiago. Das war Santiago, genau. Mhm. Und da sind wir dann auch mit so einem Eseltaxi gefahren, ne? Oder eine Pferdekutsche, wenn man so will. Aber ich glaube, das war ein Ja, Esel. kann sein. Ja. Weiß ich Das war jetzt auch, nicht mehr ja. hundertprozentig. Wir springen hier hin und her in dem Video. Das ist aber auch Bier ist gut. wie ein normales Gespräch. Es soll ja nicht künstlich sein. Genau, genau. Ja, also gerade also der gesamte Friedhof war wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und da waren viele Monumente, auch nicht nur von Fidel, sondern anderen bekannten Persönlichkeiten, kubanischen Persönlichkeiten. Ähm, Schöne Parkanlage, man konnte da gut spazieren und es war auch sehr informativ, weil da teilweise auch Geschichten zu den jeweiligen Personen ausgestellt waren in den Monumenten und war auch interessant, diesen Wachwechsel. Also das sollte man auch mal erlebt haben, wenn man mal da ist, kann man sich ruhig mal die Zeit nehmen, Ausflug dahin machen. Wie gesagt, das ist auch eine schöne Anlage und der Hafen ist auch sehr schön da. Ja, das stimmt. Da kann man einiges erleben und wenn man mal da ist, kann man das ruhig mal mitmachen, weil das interessante äh, eine interessante Sache ist, diesen Wachwechsel mal zu erleben. Das Ne? stimmt, das stimmt. Genau. Kann ich nur so unterschreiben. Ja. So, dann Na hattest du gut. wahrscheinlich noch weitere Fragen. Tatsächlich ja. Ich würde jetzt nämlich eigentlich schon zu meiner Schnellfragerunde kommen. Dann mal Die spontan stelle schnell ich, beantworten. genau, die stelle ich im Grunde genommen eigentlich jedem im Interview und im Optimalfall hat man da natürlich auch verschiedene Antworten. Alles natürlich im Kontext Kuba. Von daher, ich stelle die Frage und du sagst einfach das, was dir jetzt in dem Sinn, als erstes in den Sinn kommt. Ne? Okay, bist du bereit? Ah, dann fang an, ja. Lieblingsessen, Reis mit schwarzem Brot. Lieblingsgetränk, Rum.
Der Santiago de Cuba. Okay. Havanna oder Santiago? Nee, Santiago de Cuba. Hm? Mhm. Ich meine jetzt die Stadt, ne? War jetzt die nächste Frage. Ach so, ja, nee, dann haben wir, naja. Okay. Hey, 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 hey. Ja. Ich beende das Nein, Interview. ich finde, die haben beide ihre Reize, aber Ja, Havanna blieb mir halt mehr im Kopf. ja, ja, klar. Da warst du ja auch, waren wir ja mehr unterwegs. Casa Particular oder Hotel? Casa Particular. Beste Jahreszeit für die Kuba-Reise? Januar bis März. Okay. Also da, wo Äh, ich war, das ist ja mein einziger Erfahrungswert, den ich habe, aber auch da, den würde ich nehmen, um den Winter zu entfliehen. ja, ja. Wann geht es das nächste Mal nach Kuba? Hatten wir ja soweit schon Ja, beantwortet, die Frage. das werden wir noch absprechen. Und dann wird es Genau, wahrscheinlich auch neues Material für diesen Kanal geben. mit Sicherheit. Ja. Okay, Mike, möchtest du noch irgendwas loswerden? Also ich habe so ziemlich alles gesagt, was mir wichtig war. Was ich jetzt nicht gesagt habe, erfahrt ihr Hast du mit vielleicht, gutem Grund nicht gesagt. ja, erfahrt ihr vielleicht wann anders, aber prinzipiell ähm, eine Sache, ja, auf jeden Fall aus touristischer Sicht, weil das ist ja die einzige Sicht, die ich mitbekommen habe, Politik und so kann ich alles gar nicht beurteilen. Will ich auch gar nicht so viel sagen, weil ich da keine eigene Meinung habe, habe auch nicht recherchiert, so wie Jorge zum Beispiel, der da fundierte Aussagen treffen kann. Deswegen nur aus meiner touristischen Sicht würde ich sagen, Kuba ist immer eine Reise wert. Kein Strandurlaub, aber auf jeden Fall ein kultureller Urlaub, an dem man auf jeden Fall, ich nenne es mal Badetage oder Strandtage einplanen kann, weil die auch wirklich sehr schöne Strände haben. Es hat seinen Charme. Mhm. Wie gesagt, ihr reist, wenn ihr nach Kuba reist, quasi in die Vergangenheit. Ich hoffe, dass Kuba sich das ein bisschen erhält, gerade was mit den Autos angeht. Die Menschen sind sehr freundlich, also das auch, wenn ihr reist, dann nur Casa Particular, hatte ich das gerade schon gesagt. Wiederhole ich Auf gerne. jeden Fall nur so, um die Kultur mitzubekommen. Wenn ihr in Havanna seid, auf jeden Fall in die Rummuseum. Brauerei, nenne ich jetzt mal. Ansonsten, ja, jederzeit wieder und ich würde, wie gesagt, der nächste Urlaub wird bald geplant. Also, Kuba ist auf jeden Fall seine Reise wert und hat seinen eigenen Charme. Auf Okay. jeden Fall. Danke dir, Mike, dass du die Zeit genommen hast, Ja, dass wir gerne. nochmal über die alten Zeiten reden konnten. Ja, Ist ja, denke ich ich mal, habe auch so ein bisschen interessant, ja, letztendlich aus deiner Sicht halt manches, auch wie du manche Sachen wahrgenommen hast, mal zu hören. Ne? Von daher, dass man hier jetzt nicht nur Personen hat, die jetzt, weiß ich nicht, wie oft in Kuba waren. Die haben natürlich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Insel, ne? Und einen ganz anderen Blick auf die Kultur, auf die Politik vor allem. Ne? Und von daher ist es da jetzt auch mal, ich sag mal, so ein Otto Normal Urlauber, ne? Allerdings natürlich schon mit einem äh, ähm, Fokussierung, einer stärkeren Fokussierung auf die Kultur, einfach dadurch, dass du halt nicht im Hotel warst, sondern direkt schon mit mir mitgekommen bist, ne, genau und direkt schon bei der Familie warst, aber du warst halt auch erstmal nur einmal in Kuba. Und das ist auch schon 4 Jahre her. Na, von daher, seitdem ist eine Menge passiert und von daher für mich war es auf jeden Fall nochmal interessant, deine Sicht der Dinge nochmal zu hören. ja. Von daher, wie gesagt, nochmal ein Dankeschön dafür. Und wie du schon sagst, also wenn du irgendwann sagst, okay, du möchtest nochmal nach Kuba, weiß ich nicht, sag Bescheid, wenn du und deine Freundin parat sind und dann geht's los. Ja, gucken wir mal. Wir machen das Ne? schon, ja. Gut, Genau, ja, ich bedanke mich für die Einladung. danke auch. Danke, dass ich hier meine Erfahrung teilen durfte. Ich hoffe, dass sie halbwegs interessant ist, auf jeden Fall. Ich denke schon. Ähm, ja, wie gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt sowohl Lichter und Schatten, aber das hat man überall. Aber wenn ich an Kuba denke, ist der Gedanke hauptsächlich positiv, weil es einfach sehr schön da war. Mhm. Okay, Mag an den Menschen, an den Umständen, aber das Land an sich, die Reise war einfach unvergesslich, würde ich jetzt sagen, und war sehr schön. Deswegen würde ich sie auf jeden Fall jederzeit wiederholen.
Okay. Dann würde ich sagen, waren das schöne Schlussworte für das Interview. Danke nochmal und von daher würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle. Wir sehen uns privat wieder, Genau. Also auf jeden Fall hören beziehungsweise, wir uns. genau, beziehungsweise vielleicht auch hier auf dem Kanal in einem anderen Video irgendwann in der Zukunft, wer weiß, wer weiß. Ja, ansonsten, das war's. Dankeschön, Mike. Ja, gerne. Und denkt dran, Leute, falls ihr es noch nicht getan habt, bitte abonniert den Channel. Daumen nach oben und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst bitte kein weiteres Video. Und schon gar nicht, wenn ihr abonniert habt. Ähm, genau, und immer einen Genau. freundlichen Kommentar. Kritik ist immer gern gesehen, nur Ja, bitte keine dekonstruktive Kritik. Bitte. so ist Alles klar. es. Dann bis nächsten Sonntag um 17 Uhr. Ciao.